Scam vom hier Completionist oder so. So, I don't know. das ist so, okay, da würde ich jetzt gerade schon gerne wissen, was da irgendwie abgeht. Weil das ist mir ein bisschen fucking suspekt. Ich habe das nur gerade irgendwie in den Trends gesehen. Eine Aufnahme beenden. Weil, what the fuck is going on? What the fuck is going on? 12 Minuten. Ich bin mal gespannt. All the money goes to the Open Hand Foundation, an organization that we started in honor of my mom, and all that money goes to dementia research. We don't touch any of it. We just work with the people who do need the money, and we help them do their thing. This is Gerard Khalil, well known online as the Completionist. For more than a decade, Jesus Christ, warte, lass mal. his YouTube series where he completes games 100% has been very successful, and he has built a very large and respected brand. Gerard is very well liked within the gaming community, and I myself have been a fan of his YouTube content for many years. In 2018, Gerard helped create the Indieland Charity Marathon. This is where indie developers get to come together and showcase their games. It gave a spotlight to lesser-known developers, and it also raised money for a good cause. All of the money raised by Indieland goes to the Open Hand Foundation, a non-profit organization that helps support dementia research. The Open Hand Foundation was founded by Gerard and his family in 2003, after Gerard's mother was diagnosed with frontotemporal dementia. However, it didn't officially become a non-profit until 2014, after she unfortunately passed away. Indieland has been quite successful in raising money for charity. They generally raise over $100,000 per year, and according to their website have raised over $600,000. The marathons do well and often attract very popular figures in the gaming realm, and even celebrities. From YouTube influencers to gaming developers and publishers, many parties actively get involved to help raise money. According to their website, the Open Hand Foundation supports the University of California, San Francisco, and in 2020, Gerard said that Open Hand was one of the UCSF's main support partners. Currently working with the University of San Francisco, and we're kind of one of their main funding support partners going into all of this. Beyond this, according to Gerard, Open Hand raises money for organizations all over the world. My father, my brother, and I started a foundation called the Open Hand Foundation that raises money for dementia research and treatment for organizations all over the world. However, the truth is that since its inception in 2014, the Open Hand Foundation has not contributed a single cent to any organization. For the past 10 years, they have raised over $600,000, and it's all just sitting in their bank account. Despite Open Hand saying the money goes to help fund research, and despite the fact that everyone believes their money is going to a worthwhile cause, this is simply not the case. Because Open Hand is a non-profit, their tax... Aber was ist denn... Aber also, ich glaube, das was das gerade nur so weird macht, ist, warum das extra aufmachen und das Geld da drin sammeln und dann nichts. Also wenn du es ja irgendwie scammen wolltest, aus irgendeinem Grund, das mit der Perspektive zu machen, so, da könntest du, glaube ich, viel leichter irgendwie Leute scammen. Aber selbst wenn das irgendwie als Scam gedacht sein sollte, warum würdest du das Geld dann dementsprechend nicht nutzen und einfach nur darin liegen lassen? Filings are publicly available. Since 2014, their yearly filings have all shown the same behavior. For example, in 2022, they received $117,000 in contributions. They paid $11,000 in expenses, leaving them with $106,000 in excess revenue. This cash was then added to their existing stockpile of cash, which now totals $655,000. Every year since 2014, it's been the same. Money is received, some expenses are deducted, and the cash is just left in their account. Normally in these filings, a non-profit is supposed to state where their profit goes. Obviously, if a charity raises money, they are supposed to give it to an organization. However, this has never happened with the Open Hand Foundation. In 10 years of filings, they have not dispersed a single dollar to anyone. They have kept everything for themselves. This is obviously alarming. Their website clearly states they support the UCSF.
And they have a quote from David Kessler, the dean of the UCSF School of Medicine, thanking Haben die es selber einfach vergessen? Dementia Research und dann einfach selber vergessen, was mit dem Geld zu machen? Also deswegen, ich weiß nicht, ob das noch da, weil was ist der Zweck davon, das einfach so liegen zu lassen, das Geld? them for their gift. But the interesting thing about David Kessler is that he was fired as the dean of the UCSF School of Medicine in 2007, 7 years before OpenHand was even officially registered. I needed to find out what was happening, so I contacted OpenHand and asked them why they haven't made Vor allem, wie sind die da, wie kommen, also das ist ja dann seit 2014 der Fall. Und jetzt ist das einfach rausgekommen, weil irgendwer die Statements nachgesehen hat und das so, whoops! contributions in the past 10 years. And this is the response I got, which was written by Jacques Khalil, Gerard's brother. They claim that before their official registration as a foundation, they donated body parts for research. A strange claim that I don't believe can be true of a charity. That's likely referring to a private and personal matter within their family and would have nothing to do with OpenHand. They claim they made financial contributions. Ihr könnt nicht nur Gelder zu uns spenden, sondern auch eure Großeltern. Und wir geben die dann weiter an die jeweiligen Researcher. To an institution that made insufficient progress. Essentially, OpenHand is claiming that because they made donations before they were registered in 2014, which we cannot confirm because it wasn't public at the time, this means that it is acceptable to not pass along any of the money the public has given them until they find someone they deem worthy. The obvious question arises. If they have been looking for a beneficiary since 2014, why has Gerard been claiming they support organizations across the world, including the UCSF and the Alzheimer's Association? We are raising money for dementia research in honor of my late mom, trying to help folks who've been impacted by dementia, working with organizations like USF, FTD Association of America, Alzheimer's Association of America, and so many more. Why is he claiming the money is actually given to people who know how to use it? And all that money goes to dementia research. We don't touch any of it. We just work with the people who do need the money, and we help them do their thing. Why is he claiming they are helping the victims and even the families of people with dementia? Guys, welcome to Indieland. For those of you who don't know what we're doing, we're raising money for dementia research and prevention, helping victims who not only have dementia, but the families of those around them. Why is OpenHand still claiming it supports the UCSF on its website? OpenHand assured me they have done nothing illegal, because if they had, they would have been caught by the IRS. However, I never mentioned legality in my original email. I'm not sure why they brought up the IRS, but this assumes the IRS is some kind of omnipresent being that immediately detects fraud the moment it happens and intervenes. This notion is simply untrue. Many crimes, especially fraud, go undetected, and unless you do something especially egregious on your filings, nothing will be flagged to the IRS. In saying that, however, these filings don't seem to be done properly, and they aren't even signed, which is definitely a legal requirement. But now that they brought it up, if the filings do show an accurate account of what happened, I do think this is illegal and would be considered charity fraud. Generally, taking money by dishonest means is considered fraud. You just can't tell people to give you money under a false pretense. And you can't wait 10 years until you're caught before doing something with it either. In this case, OpenHand lied for many years saying that it was funding organizations it wasn't, and it was using those lies in order to get money from the public. OpenHand finishes by saying they continue to search for a partnership that meets their standards, and if I have any recommendations, they will consider it. I don't know why they are asking me for my input. OpenHand has already been lying for 10 years. As we actively search for a partnership that meets our high standards, we welcome any recommendations you may have for potential benefactors. If you are aware of any organizations or research entities that might share our dedication and could benefit from our support, we are more than willing to consider them in good faith. Also, wir machen das seit 8 Jahren, aber wir haben einfach noch niemanden gefunden. Da gibt's niemanden, der gerecht wäre, unser Geld zu nehmen. Die gibt's einfach nicht. Oh, das sind wahrscheinlich immer diese 10, 20, 30.000, die ausgegeben haben. Das war einfach das ganze Geld. Nur Research selber.
um herauszufinden, an wen man das ganze Geld schicken kann. Aber bisher hat man leider noch keinen gefunden. Saying that it's been going to What the the UCSF, fuck? the Alzheimer's Association, and other organizations across the world. Why not send it there? Open Hand has had 10 years to find somewhere to send the money to, and I'm sure there are plenty of acceptable organizations that would gladly welcome its contribution. Truthfully, I just don't buy their explanation. If they really were looking for someone to give it to, they would have been honest about that to the public. They wouldn't have lied and said they were giving it to someone they weren't. Why are they still doing fundraisers when they admit here, if you choose to believe them, they have no idea where that money will go? Why do they not ask the public where to send the money? It is their money, after all. People have been donating their hard-earned money for 10 years. They all believe their money is going to a good cause. People have been championing Indieland for years, declaring they are fighting dementia. Gaming developers, YouTube influencers, celebrities have all donated their time, money, and effort to this event, thinking it was doing something when it just wasn't. Sponsors have invested money and equipment into a charity that did nothing with the money. I responded to Open Hand hoping to get clarification on a few details, and asking if they thought it was appropriate to continue to ask for money when they aren't contributing any of it. They reiterated they believe they continue to ask for money. Thank you for detailed response. I would greatly appreciate if you could clarify a few things for me. Dann war das ist aber knapp gemacht, das Video dann, ne? Also es ist 8.11. ist die E-Mail. 5 Tage später jetzt rausgekommen noch. Why do you have listed as a benefactor on your website if Omnet doesn't continue? So believe in insufficient progress. Lastly, do you believe that donors have a right to know that their donations have not gone towards dementia research as they were led to believe? Indieland has been running since 2018. Do you think it is appropriate that it continues to ask for money when it hasn't contributed anything, any of it, or even knows where the money will go? Okay. Money when they aren't contributing any of it. They reiterated they believe their behavior was legal and ethical. The Open Hand Foundation ensures all donors that funds are conserved with diligence and foresight, earmarked for research endeavors that align with our stringent criteria for impactful use. The Indieland event embodies our mission to raise both awareness and funds diligently and responsibly. While we understand the necessity of due diligence as charitable engagement, the insinuation of wrongdoing on the part of our foundation is both unwarranted and unfounded. We conduct our operations within the bounds of legal and ethical standards, and any implication to the contrary is baseless. Our foundation has always acted in good faith and we take any. Also ich meine, solange sie halt mit dem Geld nichts machen und das halt für irgendwas wegnehmen, okay. So, dann sehe ich jetzt, dann sehe ich noch nicht, wo der Scam da ist. Aber es ist mega weird, dass sie das Geld nicht genommen haben? Ist das irgendwie, um Funding zu kriegen? Ist es so, oh ja, können wir bitte ein paar mehr irgendwie Investorengelder kriegen? Guck mal, was wir hier schon auf unserem Konto eingenommen haben. I don't know, es ist so, was ist der Vorteil davon, das ganze Geld anzufragen und dann nichts damit zu machen? Einfach nur positive PR, oder? Me taking issue with the fact they've lied for years and kept all of the money they have ever received is both unwarranted and unfounded. Clearly from these statements, Open Hand feels as though this is acceptable behavior from a charity. They closed by saying they do not intend to issue further public comments on these matters, confirming that from Open Hand's perspective, this isn't an issue worthy of their time or comment. The last thing I needed to do was to talk to Gerard and get his side of the story, and with the help of Muta from Some Ordinary Gamers, we set up a call. According to Gerard, he didn't find out the funds had not been forwarded to any organizations until 2022, and claims that since that time, he has been actively trying to find somewhere to send the money. You weren't notified that the money was sitting there the whole time? I knew it was sitting there at a certain point, and that's what made me proactively go about it. Like, I was made aware in 2021 when the money hadn't moved yet, and that's what made me go, that's not fucking cool. And that's when I got personally involved to move it. And did anyone 2021 last year, 2022. Yeah, did anyone tell you that the money was going somewhere before then? Were you being misled? No. No one told me anything. I assumed that it was all going to a charity, and I assumed incorrectly.
Whether or not you believe this will be up to you. However, I will note that even if he is telling the truth, despite learning this in 2022, his behavior did not change. In 2023, he continued to make claims that OpenHand was supporting the UCSF, the Alzheimer's Association, AFTD, and many more, a year after learning that it wasn't. Trying to help folks who've been impacted by dementia, working with organizations like USF, FTD Association of America. Ja, aber erneut so, was ist denn der Zweck? Also entweder so, ja, okay, es ist halt Inkompetenz. Also das ist für mich halt eher Inkompetenz als jetzt irgendwie ein Scam oder sonst was. Weil solange halt mit dem Geld nichts Schlechtes gemacht wird, und es ist jetzt so, das ist jetzt nicht so, dass du 10 Jahre auf einen Scam wartest oder so, haha, wir machen jetzt 10 Jahre lang gar nichts mit der ganzen Kohle, aber das ist halt dann wirklich, ich meine, es passt ja auch ansonsten nirgendwo, also es ist jetzt nicht so, als ob es vorher jetzt kein Verhalten gegeben hätte oder so, wo Geld nicht irgendwie gut angelegt wurde für bestimmte Sachen und Projekte. Deswegen ist es einfach so, ist sein Bruder einfach nur so weird, scammy und er kriegt das irgendwie nicht mit und ist so, weil ich kann das schon glauben, wenn man dann mir sagt, ja, wir machen was mit dem, nee, Gerard, wir machen mit dem Geld alles, passt schon. Und dann so, ja, okay, alles klar, ich glaub dir das. Ich meine, da kann es ja natürlich auch sein, wenn du dann tatsächlich das ehrlich dann später rauskriegst, weil du halt nichts damit ich meine, der Typ ist ja, glaube ich, auch 24 Stunden am Arbeiten, so, wenn du davon ausgehst, so, ja, mein Bruder handhabt das passt schon. Und dann erfährst du irgendwie, weiß ich nicht, das Geld wurde doch nicht irgendwie abgegeben oder so. Ich glaube auch nicht, dass du das halt groß öffentlich dann breittreten willst oder so. Aber es ist halt so weird irgendwie. Ja. Ja, ich meine, also das vorher hat das ja, also wenn es ja stimmt, also gesagt, bis 2022 hat er nichts davon gewusst. Und dann hat er vorher ja definitiv nicht bewusst gelogen. Und ich könnte mir halt zumindest vorstellen, dass er das dann hier die Rhetorik weiterführt, um damit es eben nicht so auffällt oder so, weil du willst es ja dann auch irgendwie selber nicht zugeben, um dumm dazustehen oder so, und dann glaubst du ja weiter, ja, wir suchen uns jetzt jemanden und dann wird das quasi schon stimmen, die Aussage in dem Fall. Ich weiß auch nicht. I don't know. Es ist weird. Oder, keine Ahnung, oder ihm wurde gesagt ein bisschen, was ist abgeht. Aber es ist halt, ich weiß halt nicht, was so, wofür machst du, weil das ist halt absolut arschviel Arbeit. Das ganze, dieser ganze Charity-Kram und den ganzen Kram oder so dafür einfach ins Laufen zu kriegen und das Ganze zu machen. Und abgesehen von PR ist es dann irgendwie auch nicht. Es ist so weird, ja. Ich meine, 600.000 sind 600.000, ne? So ist es nicht. Also irgendwo, es ist ja nicht nur von einer Stelle, wo das Geld halt herkommt. So, wenn du mehrere Organisationen hast, die jeweils ein paar 100.000 oder so dann zusammengeben, dann kommt dadurch eben das Geld zusammen. Aber es ist, also ich versuche halt so also ich kann es mir halt ehrlich gesagt nur durch Inkompetenz in gewissen Punkten erklären. Weil so, wir machen das, um irgendwie Geld zu hinterziehen oder zu scheffeln. Da gibt es ehrlich gesagt bessere Methoden, als das so zu machen, ja. Alzheimer's Association of America and so many more. These statements were from just several weeks ago. Gerard has also been a director of OpenHand since 2014, so it would take a lot to convince me he didn't know what was happening with the money he was raising. Ask yourself. Ja, es ist halt, Director ist halt in dem Fall auch nur ein Titel, ne? Wenn das aufsetzt, so, ja, wir machen das hier für Research, bla bla bla, und dann bist du halt dann Director auf dem Papier. Aber das heißt jetzt nicht, dass du da unbedingt großartig drin involviert bist, wenn du halt ansonsten den ganzen Kram noch irgendwie zu tun hast. Also das würde ich jetzt nicht,
Das würde ich jetzt basierend halt auf dem restlichen Verhalten über die ganzen Jahre auch nicht einfach direkt dann so unterstellen. Also da würde ich, also bevor ich da irgendwas irgendwie sage, so, boah, das ist auf jeden Fall so und bla bla bla, weil solange jetzt halt mit dem Geld keine Scheiße angestellt wurde, ist es jetzt auch, weiß ich nicht, bin ich jetzt erstmal, keine Ahnung, da würde ich definitiv ein richtiges Statement halt von denen abwarten. This question. If you Yeah. raised hundreds of thousands of dollars for charity, do you think you would be interested in where that money was going? Would you at least check to see if the money was being sent? No matter the answer, you would still be completely responsible for what Aus eigener Perspektive, wenn ich in so viele Sachen involviert wäre und dann ist es, ja, das wird schon, ne, keine Ahnung, in dem Fall so der Bruder oder so macht das dann und ist so, ja, wir kümmern uns darum, bla 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 oder sonst wer, dann würde ich da auch einfach vertrauen. Da würde ich auch nicht das Ganze nachchecken oder so, sondern ich würde einfach, ja, natürlich, das passt schon, das wird schon passieren, ich muss mich um den ganzen anderen Kram kümmern. Das glaube ich schon. Also das heißt nicht, dass es so sein muss, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie undenkbar. happened with that money. The most important question at this time is whether or not the money is still there, and Gerard assures us they still have the full amount of money and are looking to donate it as soon as possible. At this stage, we have no reason to believe this isn't the case. However, due to OpenHand's past dishonesty, I think we do need concrete proof of this donation when it happens. Unfortunately, given that the money hadn't been contributed for so many years, and any contribution done now is in the wake of this being uncovered, it's hard to know if this is simply a response to being caught or if they truly were planning on donating the money at some point. Hopefully we get confirmation soon that all of the money OpenHand has ever received is sent to the organizations it was supposed to. That being said, even if all of the money is still there, the actions of OpenHand were unethical and almost certainly illegal. And as unfortunate as this situation is, it does need to be called out, and there do need to be repercussions. It shouldn't need to be stated that lying about making charitable contributions in order to get money is not a good thing, no matter what the context. I also think there needs to be a full audit of OpenHand by an independent third party. Some Ordinary Gamers is also doing a more thorough breakdown of the situation, so if you want to learn more about how to look up the public filings of non-profits and what to look for, and to learn more about their legal obligations, I will put a link to that in the description. Naja, es ist jetzt nicht so, als ob ich ihm mit seiner hervorragenden Legal-Erfahrung da definitiv so glauben würde. Da würde ich, glaube ich, lieber schon eher einen Steuerberater drüber gehen lassen oder sonst wen, der da tatsächlich richtig Ahnung von hat. Und nicht irgendeinen Commentary-Channel, der sich das fünf Minuten ansieht. Ja, keine Ahnung, ich finde es halt, also wenn die vorigen E-Mails vor 5 Tagen waren und dann du schreibst das Skript, du sprichst das Voice-Over ein, klar, das Editing wird an irgendwen anders geschickt, aber das wirkt schon wie, okay, wir machen das jetzt, wir werfen das jetzt schnell zusammen für Drama irgendwie raus, also keine Ahnung, ob man das nicht noch hätte irgendwie anders, besser. Also ich bin mal gespannt auf die Girard-Seite in dem Fall, ja. I will also put a link to the tax filings of OpenHand along with their full statements. Please don't let this dissuade you from donating to a good cause in the future. There are plenty of legitimate online fundraisers that support long-established reputable charities, like Games Done Quick or Desert Bus for Hope. In any case, I do encourage more of you to learn to do your own research into charities, just to ensure you know where your money is going. Or alternatively, if you do want to donate, do it directly to the organizations you wish to support. Ja, es wirkt ein bisschen einfach Legal Eagle anrufen. Ich meine, das jetzt, also in dem Fall würde ich's lieber von jemandem drüber gucken lassen, der halt tatsächlich richtig Ahnung davon hat. Und wie gesagt, die andere Seite abwarten. So, sie hatten ja scheinbar den Call mit Gerard, aber das ist dann auch nur so einen kurzen Satz da draus genannt. Ich weiß es nicht. Also ja, es wirkt halt so ein bisschen
es wirkt halt ein bisschen so Hitpiece für die Aufmerksamkeit irgendwie. Also dafür, dass mit dem Geld jetzt scheinbar zumindest nichts irgendwie angestellt wurde, finde ich, ist es ein bisschen weird direkt, keine Ahnung. Christian Solmecke, wo bleibt das Video, ja? Äh, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal abwarten. Also ja, ich würde da auch eher sehen, ich nehme mal an, dass da in den nächsten 1, 2 Tagen oder so irgendwas zu rauskommen wird von denen und dann müssen wir mal sehen. Naja, gut, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich bin relativ fucking müde. Like a Dragon, auf jeden Fall interessant. Ich werde es wahrscheinlich morgen kurz noch ein bisschen weiterspielen. Morgen früh. Und dann Ersteindruck-Video dazu machen für morgen. Und dann abends, so circa 18 Uhr, wie gesagt, müssen wir nochmal. Kann sein, dass sich das mit der Zeit ein bisschen entweder nach vorne oder nach hinten verschiebt. Ungefähr. Dann, ich bin sehr gespannt. Morgen Spiel des Jahres, Leute. Trash Tuesday, endlich Gollum. Das, was leider nicht bei den Game Awards aufgetaucht ist. Vielleicht hatten sie Angst, dass es komplett alle Votings überschatten wird. Ich meine, also auch mal so abseits da von dem Joke. Also, wenn sie das anbieten, ich glaube, wenn sie es einfach selbst aus Joke anbieten würden, dann würden es Leute auch aus Joke wählen. Spiel des Jahres bei den Game Awards, Gollum, let's go. Wir haben leider niemanden mehr da, der das annehmen kann. Ja. Gucken wir mal, ob es besser ist als Rise. Ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich besser ist als Rise of Kong. Ich glaube schon. Das war zumindest länger in der Entwicklung. Aber ja, werden wir dann sehen und was es sonst noch alles dann gibt morgen. Aber ja, ich bin mal gespannt, was hier rauskommt. Wenn's da ein Antwortvideo gibt, dann vielleicht das auch noch mal im Stream gucken oder so. Aber ja, müssen wir mal sehen. Das war jetzt in dem Fall ein bisschen Breaking News. Euch noch einen wunderschönen Abend. Schaut das neue Video, falls ihr es nicht gesehen haben. Oder beziehungsweise die neuen Videos, falls ihr es nicht gesehen haben solltet. Patreon sind auch ein paar Sachen rausgekommen. Und ich wünsche euch dann eine gute Nacht. Bis dann. Bye, bye.